Als ich zu Weihnachten 1944 in Bautzen geboren wurde, war mein Vater als Funker im Krieg. Er überlebte den Kopfschuss eines russischen Scharfschützen dank eines zu hoch sitzenden Stahlhelms und kehrte als Pfarrer in das oberlausitzsche Dorf Großtau bei Schirkeswalde zurück, dessen Kirche neben dem Pfarrhaus durch eine Silbermann-Orgel bemerkenswert ist. In unserer Familie spielte Musik eine besondere Rolle. Meine 3 Geschwister, eine Schwester, 2 Brüder, spielten alle ein Instrument und bildeten unter Leitung des Vaters ein Kammerorchester, was auch im kirchlichen Rahmen eingesetzt wurde. Meine Großeltern mütterlicherseits wurden in Leipzig ausgebombt und flüchteten in unser Dorf. Mit dem Großvater kam ein versierter Klavierspieler und Kenner der Leipziger Musikszene zu uns, der uns Kinder auch in die deutsche Geschichte und Literatur einführte. Mein Elternhaus war ein typisches Pfarrhaus lutherischer Prägung mit pietistischem Einschlag. Daraus ergaben sich zum Teil erhebliche Probleme mit der Schulbildung und der kirchenfeindlichen Politik der DDR, was Auswirkungen bis zum Studium und der Berufsfindung für mich und meine Geschwister hatte. Das ist mein Elternhaus in dem kleinen oberlausitzschen Dorf Großtau. Daneben die Kirche mit der Silbermann-Orgel. Also dieses Haus war ein altes Haus aus dem 17. Jahrhundert mit Schieferverkleidung, ganz toll. Es war eine idyllische Kindheit in der Natur. Das sind meine Geschwister. Da auf dem Dorf. Hier sind wir etwas älter. Mein größerer Bruder, meine Schwester, die Ärztin geworden ist. Mein geliebter jüngerer Bruder, der sich leider mit 40 Jahren in der DDR kurz vor der Wende das Leben genommen hat. Was sicher nicht passiert wäre, wenn die Wende schon da gewesen wäre. Meine Eltern. Also nicht nur für mich war es schwer, sondern auch für meine Geschwister. Das war eben die Nichtzugehörigkeit zu den Pionieren und zu der FDJ dann später. Das war also ein Zeichen für die entsprechenden Behörden, dass man also ein feindlich negatives Element sei. Und außerdem wurde mein Vater als Pfarrer der Thomaskirche von Stasi-Leuten, also bei seinen Predigten, abgehört. Und also wie gesagt, ohne ein Zeugnis möglichst 1,0 hatte man sowieso keine Chance. Und dann war es natürlich für die Behörden doch etwas schwieriger, das zu begründen, weshalb man nicht auf die Oberschule gehen sollte, denn angeblich gab es ja Religionsfreiheit. Und mein Vater ist dann jeweils zu dem Stadtschulrat gegangen und hat mit ihm gesprochen. Und dann wurde oft aus der Schublade irgendwelche Mitschriften von seinen Predigten gezogen und was ja mit uns als Kindern eigentlich nichts zu tun hatte. Aber offensichtlich hat er es dann jedes Mal geschafft, dass wir doch da zur Oberschule zugelassen wurden. Aber ich weiß von vielen Pfarrerskindern, die das nicht erreicht haben, wo der Vater eben dann nicht entsprechend tätig wurde, die dann also das Abitur unter Umständen auf der Volkshochschule nachholen mussten. Also das gab nicht viele Möglichkeiten. Mein Interesse für Literatur war ja groß und da gab es eigentlich nur die Möglichkeit, Deutsch-Englisch zu studieren, Lehrerstudium. Allerdings wurde mir im Schulpraktikum ganz deutlich gemacht, dass ich also Riesenschwierigkeiten bekommen würde. Es war nämlich so, dass der Direktor der Schule, wo ich das Schulpraktikum machte, wusste, dass mein Vater Pfarrer ist und mich also regelrecht gemobbt hat. Ich habe da sozusagen gleich gemerkt, das
das nicht gut wäre. Also ich hätte mich da nicht ich hätte nicht das machen können, was von mir verlangt wurde, die Indoktrination da. Und so äh, war mir klar, dass Schul, in der Schule als Lehrer war nicht möglich. Also schon in der Diplomarbeit, die man ja für das Diplom schreiben muss, hatte ich ein sprachwissenschaftliches Thema, das hieß Begriffsbestimmung der Antonomie. Also im Gegensatz zu Synonymen gibt es ja die Antonyme Tag, Nacht, Gut, Böse, also sehr vielfältig. Und es existierte noch keine nähere Beschreibung, was das denn eigentlich sei. Und das habe ich da geschrieben und das erschien doch als sehr interessant den entsprechenden Gutachtern und da wurde mir eben angeboten, das zur Dissertation weiterzuentwickeln. Noam Chomsky, generative Grammatik, spielte damals eine große Rolle und ich habe die Arbeit auch auf dieser Grundlage mit geschrieben. Dann kam aber eine politische Entwicklung, die alle solche strukturelle wissenschaftliche Arbeit ablehnte. Es wurde plötzlich, obwohl das gar nichts mit dem philosophischen Strukturalismus zu tun hatte. Und mein Doktorvater sagte mir, also entweder ganz schnell abschließen die Arbeit oder es geht gar nicht mehr. Und da weiß ich noch, dass ich die Korrektur der Blätter der Dissertation noch im Krankenhaus nach der Entbindung auf dem Bett gemacht habe. Und dann bei der Verteidigung gab es natürlich auch Leute, die also da ziemlich kritisch nachfragten nach gewissen philosophischen Hintergründen. Aber ich habe das trotzdem geschafft und natürlich auch mit Unterstützung von gewissen Wissenschaftlern, die das befürwortet haben. Damals war es relativ leicht, eine Probeübersetzung bei einem Verlag zu bekommen. Zusammen mit meinem Mann, ebenfalls Anglist, übersetzte ich 1971 mein erstes Buch für den Verlag Volk und Welt, Barry Hines, A Kestrel for a Knave, verfilmt in Großbritannien als Kes, in unserer Übersetzung mit dem Titel Und fing sich einen Falken. Angeleitet wurde ich bei Volk und Welt vom Anglisten Dr. Petersen, der mir wertvolle Tipps gab. Es herrschte aber bei diesem Verlag eine Trennung von Lektorat und Redaktion. Die Redakteure verfolgten oft eine verlagsinterne Vorstellung von einem guten Stil, die aus meiner Sicht mit dem Anliegen der Übersetzerin, den ganz persönlichen Stil des Autors, der Autorin nachzuvollziehen, kollidierten und wogegen ich mich auch erfolgreich wehrte. Ja, die Literatur aus Großbritannien und anderen englischsprachigen Ländern wurde ja vorgeschlagen von Redakteuren. Ich habe auch eine Zeit lang Gutachten für Verlage geschrieben, also englische Literatur gelesen, also amerikanische, kanadische und ein Gutachten dazu gestellt. Aber die entscheidende Stimme kam dann immer von politisch angebundenen Kreisen, die also auf Kleinigkeiten achten. Ich erinnere mich, dass ein Buch zum Beispiel mal nicht erscheinen konnte, weil in einem Satz die Rede war von der Revolution in Ungarn, die ja in der DDR als Konterrevolution genannt wurde. In den englischsprachigen Ländern, besonders in Großbritannien, hat das große Empörung hervorgerufen, die Niederschlagung des Aufstands in Ungarn, und schon konnte das Buch nicht erscheinen. Also bei den DDR-Verlagen hatte man eigentlich keinerlei Möglichkeit, Literatur aus den englischsprachigen Ländern, Großbritannien, USA, Kanada, mit auszuwählen. Das wurde alles von den Verlagen gemacht. Das lag ja auch daran, dass sie also da in der Lage sein mussten, das zu finanzieren. Die konkurrierten ja mit den westdeutschen Verlagen und viele Sachen, zum Beispiel bei den Dramen, die Bühnenrechte, lagen dann bei westdeutschen Verlagen und auch bekannte Romanautoren waren meist schon in der BRD unter Vertrag.
sodass also die Übersetzung von Erzählungen auch von bedeutenden Autoren eine Möglichkeit war, da also sehr gute Literatur zu übersetzen. Aber bei der Auswahl hatte man keinerlei Mitspracherecht, jedenfalls in englischen, von englischen Literatur. Der Verlag Volk und Welt wurde ja als Fenster zur Welt bezeichnet. Und für mich war das auch, da ich als Anglistikstudentin und auch später zunächst nicht in englischsprachige Länder reisen durfte, hatte ich meine Englischkenntnisse vorwiegend durch Lektüre erworben. Auch englischsprachige Filme im Film, Kunsttheater, Kamera spielten eine Rolle. Meine erste Reise nach Großbritannien 1985 war wirklich zunächst ein Kulturschock für mich. Ich war aber so glücklich, dass das überhaupt gelungen war, weil es war wirklich sehr schwierig. Es wurde bis zuletzt versucht zu verhindern. Ich musste wirklich am vorletzten Tag, bevor der Flug ging, nach Berlin und da musste die offizielle Genehmigung vom Ministerium gebracht werden. Also ich war überglücklich und als ich in Großbritannien am Flughafen Heathrow ankam, habe ich gestrahlt und so alle angestrahlt und dann kam der Immigration Officer und hat uns hochnotpeinlich befragt nach der Adresse. Wir hatten also Privatadressen, weil anders ging es gar nicht, von der Kirche, die in Friedensbewegungen involviert waren und in die DDR schon häufig gekommen waren. Wie viel Geld wir dabei hätten, das war also kläglich. Und der fragte, wo wohnen Sie da, bei wem? Und wir mussten, aber wir das eigentlich nicht wollten, die Adresse bekannt herausgeben. Und diese Leute, bei denen wir wohnten in der Grosvenor Road. Und ich wusste also den Eigennamen, das wird mit S geschrieben und habe also Grosvenor Road gesagt. Wusste nicht, dass das S nicht gesprochen wird. Und da hat der Immigration Officer zu mir gesagt, the Grosvenor Road, the English are very particular with their language. Da habe ich mich sehr geschämt, dass ich also diesen Eigennamen nicht richtig ausgesprochen habe. Hinterher wurde mir einiges klar, als wir wieder zurückkamen in die DDR, wurde von einigen Freunden gesagt, ihr seid ja wieder da. Da waren gerade ein Ehepaar aus der DDR verhaftet worden, weil die Spionage da getätigt hatten in Großbritannien. Also das Misstrauen wurde mir hinterher klar. Aber wir haben also so viel wie möglich da unternommen, auch mit Hilfe unserer Freunde, weil wir dachten, es ist wahrscheinlich das letzte Mal oder ja, und das war sehr intensiv, aber ja, das sehr, sehr wichtig. Also es war auch merkwürdig, dass als wir zurückkamen, oder ich jedenfalls, der DDR quasi dankbar war, obwohl das ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass also jemand, der aus dem Englischen übersetzt und Englisch studiert hat, auch nach Großbritannien mal reisen darf. Aber es hat da schon dazu beigetragen, dass man also bester Stimmung dann war. 1978 schon beauftragte mich der Reklam Verlag in Leipzig mit der Übersetzung des frühen Romans Surfacing der bedeutenden kanadischen Autorin Margaret Atwood. Es ist ja sehr selten, dass also in der DDR wirklich bedeutende Romane aus der englischsprachigen Welt erst veröffentlicht wurden in Übersetzung. Während ich noch daran arbeitete, bekundete der Düsseldorfer Glasen-Verlag Interesse an dem Werk. Daraus erfolgte eine überstürzte Weitergabe der unfertigen Übersetzung an den Westverlag, mit dem ich nicht in Kontakt treten durfte. Die unterschiedlich lektorierte Übersetzung erschien unter dem Titel Strömung im Osten und dem Titel Der lange Traum im Westen. Das war natürlich für mich also zunächst einmal sehr unerfreulich und ich hatte auch kurz überlegt, da ich auch mit dem Westverlag überhaupt nicht in Verbindung treten durfte, warum eigentlich, keine Ahnung,
dass ich meinen Namen zurückziehe und habe dann aber nochmal genau geguckt und es war schon dann trotzdem meine Übersetzung. Die Lektorierung unterschied sich, dass wir im Osten, also im Reklam Verlag Leipzig, näher am Original waren. Es wurde dann auch ein Gutachten vom Reklam Verlag erstellt von einer beauftragt, eine Professorin der Leipziger Universität, Frau Manske, hat ein Gutachten geschrieben und das so dargestellt, dass also diese Ostfassung näher am Original war. Das war uns und auch mir immer sehr wichtig. Und dass die Westfassung eben mehr Wert auf ein flüssiges Lesen legte und etwas stilistisch einfacher gestaltet war. Die nächsten Romane von ihr wurden alle von diesem Westverlag oder anderen Westverlagen übernommen, die Übersetzung. Und ich habe sie erst vor 8 Jahren oder so, wo Margaret Atwood hier in Leipzig zur Buchmesse war, habe ich sie begrüßt und ihr gezeigt, meine Übersetzung, damals erschienen im Reklam Verlag, und sie hat mir gedankt und eine Widmung reingeschrieben. Das war also meine erste Begegnung mit ihr persönlich, was ja nun heute völlig anders läuft, Gott sei Dank. Also ich ging in eine Buchhandlung, um Bücher zu kaufen und sah plötzlich Patrick White, so schmales kleines Bändchen, eine Seele von Mensch. Dachte ich, heu, das hast du doch übersetzt, wieso weiß ich davon nichts? Und habe mich dann erstmal an den Verlag Volk und Welt gewandt und und hatte auch natürlich kein Honorar bekommen. Dann eben an den S. Fischer Verlag, und die Cheflektorin hat aber sehr freundlich reagiert. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen. Ich kenne ja sonst nichts von Ihnen, aber das war sehr gut, und würden Sie denn Interesse haben, für uns zu übersetzen? Dieses Interesse auf meiner Seite war natürlich sehr groß, weil die Verlage, mit denen ich übersetzte, leider auch der Reklam Verlag Leipzig danach nicht mehr publiziert. Er wurde dann ja auch aufgelöst. Also gibt es nur noch den Reklam Verlag Stuttgart, mit dem ich also keine Verbindung hatte, und auch kein Übersetzer, der hier für Reklam Leipzig übersetzt hat, hat also mit diesem Verlag irgendeine Verbindung dann bekommen. Also die Wende war ja für uns Bürger der ehemaligen DDR ein sehr großer Einschnitt, was jetzt gerade wieder thematisiert wird und auch viele literarische Werke hervorgerufen hat, die sich damit beschäftigen. Für uns Literaturübersetzerinnen und Übersetzer war es natürlich erst einmal ein großer Einschnitt negativer Art, weil die Verlage, mit denen wir zusammenarbeiteten, für die wir arbeiteten, zum großen Teil große Schwierigkeiten hatten oder in vielen Fällen auch untergingen. Was auch bedeutete, dass die bisher von uns übersetzten Werke nicht mehr so präsent waren, wie man das hätte erwarten können. Und viele Übersetzerinnen und Übersetzer, vor allen Dingen wenn sie älter waren und aus osteuropäischen Sprachen, aus Russisch, Bulgarisch, Tschechisch zum Beispiel übersetzten, keine Aufträge mehr bekamen, weil einfach diese Literatur nicht in dem Maße vertreten war in der BRD. Außerdem gab es ja in der BRD schon sehr viele literarische Übersetzer, auch gute Übersetzer. Man hatte also jetzt die Konkurrenz. Ich habe das ja beobachtet, da ich in verschiedenen Gremien gearbeitet habe und oft die einzige Frau aus dem Osten war, wurde mit etwas Misstrauen verständlicherweise beäugt als Konkurrenz. Es wurden auch Dinge geäußert. Also wenn die Leute nicht wussten, dass ich aus dem Osten kam, habe ich dann auch schon solche Sätze gehört, ja, von dem plüschigen Ostdeutsch. Dann habe ich mich geoutet, dann hieß es, ach ja, ne, das haben wir ja nicht so gemeint. Also es bestand schon also auch negative Gerüchte über uns.
Ja, aber um sich durchzusetzen, wirklich auf dem Markt der Literaturübersetzer, das bedeutete schon eine gewaltige Anstrengung und dass man auch bereit war, sich selber zu bemühen darum. Das war ja früher eher nicht so. Man bekam die Aufträge von den Verlagen und wenn man sich da einmal bewährt hatte, dann lief das so weiter und man hätte also ich zum Beispiel hatte also Pläne, die hätten bis zum Ende meines Berufslebens gut funktioniert, obwohl ich natürlich immer bedauert habe, dass ich die großen Autoren nicht, also abgesehen jetzt mal von Margaret Atwood und historischen Autoren und Autorinnen nicht übersetzen durfte. Aber ja, also nicht jedem ist es gelungen, den Anschluss zu finden. Und das fand ich schon sehr großzügig und hilfreich, dass es da eben auch finanzielle Unterstützung gab für Leute, die eben den äh, Übergang nicht geschafft haben. Ja, unser Verein Die Fähre, den wir nach der Wende gegründet haben und der übrigens auch Anregung für zum Beispiel einen Münchner Übersetzerverein war, der sich dann danach gegründet hat, war hilfreich in verschiedener Beziehung. Also unser erstes Anliegen war natürlich, dass wir Veranstaltungen für Sachsen mit übersetzter Literatur veranstalten konnten mit Autorinnen und Autoren, die wir dann eben auch aus den entsprechenden Ländern einladen konnten und natürlich auch unsere übersetzerische Arbeit vorstellen konnten für ein interessiertes Publikum, auch in der Universität zum Beispiel, für interessierte Studentinnen und Studenten, aber auch bedürftige Kolleginnen und Kollegen, also besonders Ältere, die aus dem Russischen zum Beispiel übersetzt hatten und jetzt nicht mehr Aufträge genügend bekamen, beziehungsweise auch sich nicht auf die neuen Bedingungen, zum Beispiel ein schnelleres Übersetzen, einlassen konnten. Da konnten wir über den Verein Hilfe bei der Bonner Künstlerhilfe beantragen. Und dann musste man das aller Jahre, wenn ich mich recht erinnere, wieder neu begründen, denn es hätte ja sein können, dass die Verhältnisse sich geändert haben, aber meist haben die sich nicht geändert. Und das fand ich doch schon recht großzügig, dass da auch Gelder geflossen sind. Das war wirklich wichtig. Ja, also der Übergang von der DDR-Zeit zu der neuen Zeit war, wie gesagt, für viele aus unserer Branche schwierig. Ähm, Ich hatte da ein bisschen Glück, dass einige Bücher doch schon in der BRD übernommen wurden, dadurch mein Name nicht unbekannt war und auch Leute aus dem Verlagswesen auf mich aufmerksam geworden waren. Und dass ich durch diese Besonderheit, dass der S. Fischer Verlag ähm, diesen Autor, den australischen Nobelpreisträger Patrick White, im Vertrag hatten und wir eben in der DDR eine Erzählung von ihm publiziert haben, dadurch auf mich zukam und vor allen Dingen natürlich auch, das ist ja auch ein Glücksfall und kann man nicht vorher sagen und steuern irgendwie, dass der Autor J.M. Coetzee so berühmt wurde, also zweimal den Booker-Preis und dann den Nobelpreis 2004 bekam und er ja auch regelmäßig neue Werke vorgelegt hat. Und natürlich auch, er wurde mir ja eben angekündigt als schwierig und wer weiß, ob das klappt und so, sofort eine gute Verbindung war, die ich auch sehr, sehr geschätzt habe, dass er eben so interessiert an der Übersetzung war. Diese Düsternis, die also oft in seinem Werk ist, in manchen mehr, also zum Beispiel der Roman Waiting for the Barbarians, Warten auf die Barbaren, der eine äh, Darstellung der Apartheidzeit
ist, aber nicht in realistischer Form, sondern als Parabel, könnte man sagen, auf die Zeit, war sehr düster. Es ist viel von Folter die Rede und das hat mich beim Übersetzen wirklich also sehr mitgenommen. Aber auch bei anderen Dingen, die er geschrieben hat und die ja düster und schrecklich manchmal sind, konnte ich das immer gut bewältigen und verarbeiten, weil ich fand, dass es sehr wichtig war. Er hat also eine wichtige Aussage damit verbunden und dann ist mir das auch nicht unangenehm, wenn es einen auch mitnimmt und weiter beschäftigt, auf alle Fälle. Die besonderen Freuden beim Übersetzen des Coetzischen Werkes würde ich darin sehen, dass er immer etwas Neues versucht hat. Er hat das auch einmal im Briefwechsel mit Paul Auster, mit dem er sehr befreundet war, geschrieben, dass ihn Romane langweilen würden, die nicht etwas Neues mit dem Genre versuchen würden. Ich erinnere mich schon in dem Band Der Junge, also aus seiner Kindheit, wie er mal beschreibt, wie er in der Schule Aufsätze schreiben muss und dass er da nicht so glücklich ist oder die Lehrer nicht mit ihm, mit seinem, was er da schreibt und er sich überlegt, was würde ich denn schreiben, wenn ich könnte, was ich wollte, dass das etwas wäre wie Tinte, die sich ausbreitet auf einem Blatt oder wie Blitze, die über einen dunklen Himmel zucken, das ist ihm schon frühzeitig bewusst und das merkt man auch immer wieder. Also ich finde diese Kombination aus dieser sehr straffen und gezügelten Stil, präzise, ohne viele Adjektive, und dass eben darunter eigentlich noch eine andere Bedeutung immer aufscheint, wenn man das entsprechend aufmerksam liest. Ich glaube, dass für das literarische Übersetzen ähm, die Bibel als Hintergrundmaterial sehr wichtig ist und Shakespeare. Also auch Shakespeare-Zitate, auch oft nicht gekennzeichnet, kommen oft bei Coetzee vor. Und dann freut es einen, wenn man sagt, ah, das ist von Shakespeare oder wahrscheinlich von Shakespeare. Und dann haben wir ja ein ganzes Regal mit Shakespeare-Werken, wo ich dann sofort nachschauen kann. Und da wir uns, mein Mann und ich, schon lange mit Shakespeare beschäftigt haben und interessiert sind an seinem Werk, ist das natürlich auch eine glückliche Fügung gewesen. Zu DDR-Zeiten war der Aspekt, dass ich ja die Welt quasi nicht kennenlernen durfte durch Reisen, aber durch Literatur und den Recherchen, die ich da betrieben habe, eben doch entdecken konnte, ganz wichtig. Also ich habe sehr darunter gelitten, dass wir nicht reisen durften. Und zu späteren Zeiten, wo wir dann reisen durften, was wir auch sehr heftig betrieben haben, war das einfach die Freude an der Literatur, die also mein ganzes Leben geprägt hat. Eigentlich seit meiner Kindheit habe ich schon immer gelesen. Das war ein großer Teil meines Lebens. Und ja, das Interesse an verschiedenen Sichten auf die Welt und durch das Übersetzen mich damit zu beschäftigen, das habe ich auch als Bereicherung meines Lebens empfunden.